große Döner-Tour geht heute los. Wir sind hier gerade im Levant, El Levant. Und das ist ein Gyros Kebab-Haus. Und mal gucken, wie es hier ist. Also anders ist schon mal, dass hier die Soßen extra hingestellt werden. Wir haben hier irgendwie eine scharfe Soße und eine schärfere Soße. Und ansonsten Senf und Ketchup. Also, genau, lassen wir uns überraschen. So, das sind sie also. Das ist der Döner. Das ist also mehr ein Dürüm. Und ist jetzt hier mit Rindfleisch. Man hat auch noch die Wahl mit Hühnchen. Schauen wir mal. So, einer ist schon weg. Der Teig ist hier außen ein bisschen härter. Es hat ein bisschen was von einem Brandteig. Geschmacklich. Kann man nicht meckern. Hier sehen wir jetzt nochmal den Preis, 9,60 $ oder umgerechnet 240 Peso. So, wir waren jetzt bei El Levant, ich denke mal, es wird so ausgesprochen, und haben dort den ersten Döner gegessen. Also Kebab, nicht unbedingt Döner, sondern Kebab. Man hatte die Auswahl zwischen Rind und Huhn. Preislich war das auch vollkommen okay. Ich glaube 230 Peso, ich blende es nochmal ein, wie teuer das jetzt konkret war. Wie gesagt, insgesamt vollkommen okay mit dem entsprechenden Wechselkurs, den man natürlich an den Tag legen muss. Von dem Inhalt her ja, war das halt mehr Ropa Vieja, also Pult Rind und ja, da dann halt mit Zwiebeln, ein bisschen Tomaten, ein bisschen Weißkohl und ja, das Ganze dann halt entsprechend eingerollt wie in einem Dürüm. Ja, genau, so war das und hat an sich sehr gut geschmeckt, hat halt lediglich nichts mit einem Döner-Kebab oder Dürüm-Döner, wie auch immer, zu tun, den wir sozusagen in Deutschland kennen, oder in Europa ist auch so viel gesagt, eher in Deutschland. Von daher, ja, das war jetzt die erste Station. Insgesamt wollen wir 3 aussuchen und ich hoffe, dass alle 3 auch immer noch entsprechend Kebab oder Döner verkaufen. Genau, also hier würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind hier, wie gesagt, im Barrio Chino. Ich blende die Adresse nochmal konkret ein, wo wir uns denn befinden, wo das El Levant ist. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Schmeckt sehr gut, preislich top und ist noch was anderes. So, wir gehen jetzt zum nächsten Döner, was eigentlich kein Döner ist, sondern ein Shawarma. Ein persisches Restaurant bietet wohl Shawarma an. Werden wir testen. Aber ich habe eher gesagt, dass ich heute mal eher so einen schwitzfreien Tag mache. Ja, einen Tag Pause brauchen wir mal. Enseguida le traigo las cosas de papá. No, hija, no. Lo único, la importancia que había eran unas cajas de camarones. Hier haben wir uns mit dem Twitch-Streamer Deorik und seiner Frau getroffen in einem libanesischen Restaurant mitten in Havanna. Der Plan war hier, Shawarma zu essen. Shawarma ist ja ähnlich einem Döner, aber auch hier gab es Probleme, denn es gab kein Brot. Wir haben uns also kurzfristig dann entschieden, einen Grillteller zu nehmen und haben uns unsere eigenen kleinen, ja, dürümartige Gerichte zusammengestellt. 640 Peso hat ein Grillteller gekostet, also runtergerechnet ca. 25 $, oder halt mit dem inoffiziellen Kurs ja ca. 5-6 €. So, wir sind wieder zurück in der Unterkunft. Wir hatten uns mit dem Markus getroffen und seiner Frau. Ja, wie gesagt, Markus ist auch ein Streamer auf Twitch, der gerade auf Kuba ist und halt deswegen ja, über Kuba
streamt. Seine Frau ist auch Kubanerin. So heißt das Thema Kuba ist da dann irgendwo auch immer dabei. Also auch in den anderen Streams, wenn er außerhalb Kubas ist. Zum Beispiel kubanische Kochstreams. Genau. Ich habe jetzt bei dem zweiten Döner sozusagen gar nicht so viel gefilmt. Also einerseits war es ja kein Döner, sondern Shawarma. Und andererseits hatten sie allerdings kein Brot da. Weswegen wir dann halt ja, so einen Mixed-Teller bestellt haben und den dann halt mit Pita selbst befüllt haben. Morgen geht es dann zum dritten Dönerpunkt. Mal gucken. Da stand auch tatsächlich als einziges, was ich so bisher gefunden hatte im Internet, Döner Kebab. So, also von daher bin ich mal gespannt, ob es wirklich ein Döner Kebab ist oder doch was anderes. Und ob es generell gerade Döner Kebab gibt. Schauen wir mal. Das ist dann morgen im Vedado-Bezirk. Und dort treffe ich mich mit dem YouTuber I am currently in, dem ja, Alex Rodriguez. Rodriguez. Jetzt natürlich auch in englischer Form ausgesprochen. Deswegen, weil er zwar ein kubanischer YouTuber, aber sein Content erstellt er halt komplett auf Englisch. Genau, den treffe ich morgen und der testet mit mir den Döner. So zumindest die Planung, vielleicht machen wir was anderes. Auf jeden Fall morgen um 10 treffen wir uns. Wir haben jetzt die Bratwurst. Eigentlich wollten wir einen Döner testen, aber der Döner, ja, die Straße hatte keinen Strom. Also konnte man nichts im Restaurant anbieten. Deswegen sind wir weiter. Aber wir sind ja morgen nochmal hier. Beziehungsweise probieren wir morgen nochmal den Döner zu testen. Schauen wir mal, ob es klappt. Wie soll es anders sein? Der Laden hat zwar auf, aber es gibt gerade keinen Döner. Also hier gibt es sogar, also gab es eigentlich sogar so einen Drehspieß. Und soweit ich das jetzt bisher in Erfahrung gebracht habe, zumindest die ich getestet habe, war das hier der einzige mit einem tatsächlichen Drehspieß. Aber ja, gerade nicht. Später, ja, vielleicht. Naja, es war ein Versuch wert. So viel zu den Dönern in Havanna. Ja, wir sehen hier den Döner Kebab und Dürüm Kebab jeweils für 300 Peso. Also preislich gesehen irgendwas zwischen 2,50 € und 12 €, je nachdem, ob wir den offiziellen oder inoffiziellen Wechselkurs betrachten. Und ja, leider konnte ich den Döner Kebab hier nicht testen. Ist hier an der Stelle tatsächlich der einzige Döner Kebab gewesen, den ich so im Internet gefunden habe, der als Drehspieß tatsächlich vorhanden war. Ey, was soll ich sagen? Ich bin extra nach Havanna, na, extra nicht, ist übertrieben, aber um dort halt 3 Döner zu essen und oder 3 Döner zu testen. Ja, Havanna halt, ne, Kuba. Versorgungslage ist halt mal mehr, mal weniger gut, auch wenn in Havanna die Versorgungslage natürlich weitaus besser ist als in anderen Regionen Kubas. Aber auch hier merkt man halt, es gibt natürlich nicht alles zu jeder Zeit. Das muss einem bewusst sein. Ja, 3 Restaurants bin ich angesteuert. Beim ersten gab es halt so mehr Dürümartige Geschichten, preis-leistungstechnisch aber wirklich top. Na, beim zweiten sollte es eigentlich Shawarma geben, aber ja, kein Brot. Na, und ich glaube, das Fleisch war auch nicht parat. Weswegen es dann halt ja, so einen Grilled Mixed Teller gab und der war auch super toll. Also preis-leistungsmäßig wirklich toll, ne, und kann man nichts gegen sagen.
Nur schade, dass es auch an der Stelle halt kein Döner oder zumindest Shawarma gab. Wie gesagt, Shawarma ist ja schon dönerartig, deswegen ich setze es mal so ein bisschen gleich. Ja, und als drittes, wo ich auch insgesamt dreimal war, das Restaurant, wo es tatsächlich auch einen Drehspieß gab und es auch so in der Karte als Döner Kebab angepriesen wurde. Nicht nur als Kebab oder nur als Döner, sondern tatsächlich Döner Kebab und Köfte und so weiter gab es ja auch. Ja, das war halt Pech. Wir waren zweimal dort, gab es keinen Strom in der kompletten Straße, weswegen halt das Restaurant nicht öffnen konnte. Und beim dritten und letzten Mal, das war dann halt sozusagen ja letzter Strohhalm, letzte Möglichkeit, das war halt am Tag der Abreise. Da sind wir halt noch bevor wir zum Flughafen gefahren sind, nochmal dorthin. Sozusagen ein spätes Frühstück. Hatten wir uns gedacht, dass wir da dann vielleicht schon einen Döner bekommen. War natürlich noch zu früh. Ja, weswegen wir dann ja keinen Döner gegessen haben, sondern dann ein Cuban Sandwich. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, eine Cuban Sandwich ist ja eine Erfindung der Miami Kubaner sozusagen, auch Kubaner aus Miami, so wie dieser Cuban Sandwich ja vermarktet wird oder auch den wir da jetzt dort in Havanna gegessen haben, den findet man normalerweise so nicht. Das ist halt wirklich nochmal eine Eigenart der Kubaner in Miami und trotzdem auch wirklich auch super lecker. Aber auch hier kein Döner, ja, denn es war zu früh, das Fleisch war noch nicht fertig. Aber gut, ich werde das auf jeden Fall nicht aufgeben. Wenn ich das nächste Mal in Havanna bin, werde ich dort auf jeden Fall nochmal hin. Ich will in Havanna einen Döner essen und schauen wir mal, ob es mir gelingen wird. Das soll es für heute erstmal sein. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem soweit gefallen, das Video. Jetzt habt ihr soweit erstmal 3 Restaurants, die qualitativ, wie gesagt, wirklich top sind und selbst wenn es halt den Döner nicht gab, es gab auf jeden Fall Alternativen, die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super waren und die Qualität hat einfach gestimmt. Von daher, ja, das war's für heute. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, saludos, ciao.